Ich werde mal eben gucken und dann werde ich euch mal zeigen, was das für ein Anschluss ist hier. Und zwar ist das dieser Anschluss hier. Keine Ahnung, was das für ein Anschluss ist. So, guten Morgen, everybody. So, es ist, ich glaube, 8 Uhr morgens. Erstmal frühstücken hier. Das ist ziemlich angeübig hier. Weißt du jetzt? So, hier muss man jetzt durchgehen. Restaurant ist in einem Nachbargebäude. Und hinten. Okay. Ich habe wohl nichts anderes übrig, als einen Kaffee zu nehmen hier. Ja, Sí, vamos a queso. sí, muchas gracias. Oh, bueno. Dos. ¿Mm? Solo uno. ¿Usted? Solo, Ah, ya. solo. ¿Mm? No dos. No, solo uno. Dale. Gracias. Na, eine Tochter gibt es dabei. Ja, das ist auch mal was anderes zum Frühstück. Wahnsinn. So, das war das merkwürdigste Frühstück, was ich jemals im Hotel bekommen habe. Aber nicht schlimm. Hauptsache, ich habe überhaupt was im Magen. Immer mal nach dem Auto gucken. Dreckig ist die Kiste. Dreckig ist Snowboard. Wahnsinn. %, um 8 Uhr. Das ist ganz gut. So. Alles vorbereitet, alles eingestellt. Kameras funktionieren. Es geht jetzt nach Rio Grande. Zwischendurch werden wir wieder die Grenze überqueren. Der gesamte Abschnitt sind 213 Kilometer. Wir haben 63%. Das reicht für 308 bzw. 333 Kilometer nach unserer Kalkulation hier. Alles safe. Dürfte ungefähr 3 Stunden, 4 Stunden dauern. 8:53 Uhr, also 9 Uhr. Sind wir um 1 Uhr da. Prima. Genug Zeit, um sich dort zu orientieren. Dort gibt es Ladestellen. Und auch wieder eine Audi-Station. Vielleicht sind die genauso hilfsbereit wie die in Bahia Blanca.
Dann geht das dort relativ schnell. Ansonsten bleibe ich da wieder 2 Nächte. Heute haben wir den 31. März, den letzten März. Ja, die Zeitzone hier in Chile ist zurzeit dieselbe wie in Argentinien. Allerdings wird sie in 7 Tagen umgestellt. Dann beginnt hier die Winterzeit. Dann habe ich wieder 1 Stunde mehr Differenz zu Deutschland. Das Hotel war ganz nett. Das Frühstück war sehr merkwürdig. Ein Stück Torte und ein trockenes Brot. Hier ein Kaffee. Hat auch nicht geschmeckt, muss ich ehrlich sagen. Aber okay, Hauptsache ich habe was im Magen. So, unseren typischen 65 Stundenkilometer wieder einstellen und die Fahrt geht geradeaus. Jetzt irgendwann in der Nähe der Grenze. Dann wechseln wir wieder nach Argentinien. Aber ich glaube, es sind noch ein paar Kilometer. Ja, sind jetzt hier an der Grenze, aber hier werde ich jetzt nicht die Kamera einlassen, sondern werde ich mal ausmachen. So, ciao. So, das war jetzt ganz kurz. Aduana hat mir nur den Zettel abgenommen und dann durfte ich schon weitergehen. Merci. Jetzt. So, man bekommt dann immer so einen Zettel, der wird dann abgestempelt. Da habe ich jetzt 2 Stempel drauf, einmal Aduana, einmal Immigration. Und das brauchen wir jetzt gleich an der nächsten Grenze. Oh, da war vorbei. Ja, das machen wir jetzt. Das ist nämlich ein ganzer Bus mit ein paar Frauen drin. Und bis die bei der Immigration also durch sind bei der nächsten, da muss ich nicht unbedingt drauf warten. Das war jetzt hier Chile und das nächste ist dann Argentinien. Es ist ein ganzes Stück entfernt, die nächste Grenzstation. Sehen kann ich die noch nicht. Bienvenido República Argentina. Oh, hier wird die Straße aber ganz schön schlechter. Wow. Guckt euch das mal an. Also die Landschaft ist schon sehr beeindruckend hier. Und die Schlaglöcher auch. Ja, ich glaube, hier kommt jetzt die Grenzstation. Nach Argentinien wieder rein.
So, das war auch wieder sehr einfach und ja, ohne Probleme. Überall ungefähr 2 Minuten gedauert. Überprüft, gefragt, in welchem Hotel ich bin. Das Temporary Import, auch kein Problem. Also hatte ich mir ehrlich gesagt schwieriger vorgestellt oder komplizierter. Aber ist es nicht. So, wir sind wieder in Argentinien und werden jetzt Richtung Rio Grande fahren. Wir haben noch für 187 Kilometer Strom. Rio Grande ist noch 78 Kilometer entfernt, also wir haben 100 Kilometer wieder Reserve. Alles gut, alles prima. So, jetzt sind wir in Rio Grande. Ja, Rio Grande ist jetzt noch nicht gerade eine sehenswerte Stadt, finde ich. Aber vielleicht kann man das als kurze Zwischenstation nehmen, wenn ich genug aufladen kann. Dann könnte ich noch ein Stück weiterfahren, wo es ein bisschen schöner ist. Aber dafür muss ich erstmal hier weiterkommen. Jetzt mal wieder nicht, wo Google Maps mich hier hinleitet. Ja, komm, da von da runter, ich fahre da runter. Audi Servicio. So, er muss jetzt erstmal fragen nach seinen Chef fragen, ob er das darf. Und in der Zwischenzeit kann ich ja schon mal einen anderen versuchen. Mal gucken, ob er da laden kann. Okay. Die ausgeschilderten Stationen gibt es gar nicht hier. Ich habe jetzt eine von Enel gehabt. Da stand gar nichts. Und hier bei GS Auto, die wissen auch nichts davon. So, jetzt haben sie mir gesagt, dass irgendwo eine Station sei. Im Kulturzentrum. Ah. Okay. Pesco, buenas. ¿Sabe usted dónde funciona? Yes. Pero no tengo el app. No, ese necesitas app. ¿No? No, me parece que no. Okay. Me parece. Okay. So, ich werde mal eben gucken und dann werde ich euch mal zeigen, was das für ein Anschluss ist hier. Und zwar ist das dieser Anschluss hier. Keine Ahnung, was das für ein Anschluss ist. Also vielleicht wisst ihr das ja. Dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Aber ich kenne diesen Anschluss nicht. So, stehen jetzt bei Audi wieder. Dürfen dort wieder laden. Funktioniert alles. Wir haben eine etwas kleinere Station hier mit 10 kW. Genau genommen 9,3 kW. Kommt da raus. Ja.
Es funktioniert. Ich habe gesagt, nur 2,5 Stunden. Wollte hier bis 50% laden. Dann suche ich mir hier in Rio Grande noch ein Hotel für die Nacht. Wollte jetzt nicht weiterfahren. Das ist alles zu kompliziert, zu eng. Sodass ich dann vielleicht über Nacht noch ein paar Kilometer zuladen kann am Hotel. Morgen habe ich dann vor, nach Ushuaia zu fahren. So, jetzt habe ich hier noch eine Zeit lang. Jetzt muss ich hier noch eine Zeit lang verbringen und dann geht's weiter. Der Tag wird ziemlich unspektakulär, außer die Grenzübergänge wieder und die sehr holprige Straße, die Landschaft fantastisch. Aber ich zeige euch gleich mal das Hotel, wo ich dann übernachten werde. Ansonsten gibt es nicht sehr viel mehr zu berichten, außer dass hier ein wahnsinniger Wind herrscht. Ich bin jetzt gerade hier im Windschatten, aber die sagt das ganz normal hier, aber nee, also dir geht die Tür fliegen, wenn du sie aufmachst. Ja, bald sind wir da. Ja, Guys. Eine Nacht im Hotel wieder. Das war jetzt nicht so erfolgreich. Gestern wurde der Strom um 10 Uhr gekappt. Konnte ich nicht weiter laden. Denke, ich werde gleich nochmal bei Audi versuchen. Vielleicht geben sie mir noch eine Stunde. Das sind 9 kW. Und damit dürfte ich dann sicherlich nach Ushuaia kommen. Übrigens sitze ich hier im Auto, weil mir draußen das Aufnehmen zu kalt ist. Es ist 5 Grad. Es ist ein extrem kalter Wind. Ja, das Hotelzimmer hatte irgendwie 35 Grad oder sowas. Keine Ahnung. Das war eine Sauna. Das war viel zu warm. Ich konnte es nirgendwo einstellen. Hatte ein Fenster auf, aber das hat auch nicht viel geholfen. War ein Innenfenster. Ja, okay. Dann haben wir jetzt 9 Uhr morgens. 9:30 Uhr macht Audi auf. Ich habe noch etwas Zeit. Würde mich noch ein bisschen einrichten, ein paar Kameras aufstellen. Ja, dank dem Mitarbeiter hier von Audi durfte ich hier nochmal etwas laden. Wir haben jetzt 66%. Das reicht auf jeden Fall bis nach Ushuaia, sodass wir da heute auch ankommen. Ja, zurzeit haben wir einen riesen Vorteil. Der stürmische Wind ist zum Rückenwind geworden. Das hilft uns natürlich sehr bei dem Verbrauch. Wir liegen zurzeit bei 12 Kilowatt pro 100 Kilometer. Das ist extrem wenig. Und ich wollte jetzt gerade die Batterie wechseln auf der Außenkamera, aber das war schlicht unmöglich. Der Wind hat mir fast die Tür aus der Hand gerissen. Also das ist mir viel zu gefährlich. Und diese Aufnahmen hier sind auch schön. Ja, vielleicht kann ich ja mit der X3 oder so etwas sehen. Oder vorne mit der Kamera.